Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer zweiten Idee mit dem schönen Farbverlaufsgarn von Woolworth in rosa und hellblau. Super schönes Garn und ich habe es hier tatsächlich doppelt verarbeitet. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch natürlich gleich auch einmal. Ich hatte vorher schon mal ein größeres Dreieckstuch daraus gehäkelt. Heute habe ich mit einer größeren Nadel mit der Achter gehäkelt. Super simpel in halben Stäbchen und natürlich ist für die Höhe auch immer ein paar Luftmaschen dabei und das Ganze eben wirklich ganz, ganz locker. Ihr seht hier einmal die halben Stäbchen, die immer zwischengestochen sind und wie es eben genau geht, seht ihr jetzt. Ganz viel Spaß dabei! Diese Anleitung und viele weitere findet ihr in unserem Online-Shop und Mitglieder erhalten dort weitere Vorteile. So ihr Lieben, ich habe mir einmal das Knäuel selbst gewickelt für diesen Schal. Ich habe hier die Wolle von Woolworth, die habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, wo ich schon ein Tuch damit gehäkelt habe, in Blau und Rosa vor ein paar Tagen oder auch im letzten Woolworth Haul. Wir haben hier Strickgarn Soft Pastell, 100 Gramm auf 300 Meter, ist nicht mehr komplett da. Ich würde sagen so ungefähr etwas mehr als die Hälfte, wir sagen wahrscheinlich hier so 60, 70 Gramm. Für 3,50 Euro, 100 Gramm auf 300 Meter. Und wir haben hier 100% Polyacryl, das Ganze für 5er Nadeln. Ich habe die Wolle hier jetzt einmal doppelt. Und was man auch sehr schön sieht, es gibt hier so dickere Abschnitte, es gibt dünnere Abschnitte. Das Ganze wechselt sich da ganz süß durch. Und eben auch mit dem Rosa und dem Hellblau. Ich starte für das Häkeln mit einer Luftmaschenkette und zwar mit einer geraden Anzahl an Luftmaschen. Ich schlage einmal 12 Luftmaschen an und gebe dann noch eine für die Höhe dazu. Dann sind wir bei 13 Luftmaschen. Ihr könnt das Ganze immer um 2 erweitern oder verringern. 2 habe ich schon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich häkel das jetzt hier mit meiner 8er Nadel, also doppelt. Die Wolle ist für 5er Nadeln ausgegeben, doppelt habe ich es dann etwas verringert, dann zur 8er Nadel. Ich lasse die ersten 2 Maschen aus und gehe in die dritte Masche hinein und häkel dort 2 halbe Stäbchen hinein. Nummer 1 und Nummer 2, dann eine auslassen, das Ganze wiederholen. In jede zweite Masche häkle ich jetzt immer 2 halbe Stäbchen. Wieder eine auslassen, wieder 2 halbe Stäbchen häkeln. Ein bisschen Wolle nachholen. Hier wieder eine Luftmasche auslassen. Halbes Stäbchen, Masche auslassen, halbes Stäbchen, Masche auslassen und 2 halbe Stäbchen. Damit habe ich meine Basisreihe fertig. Ihr seht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2 halbe Stäbchen. Also die Hälfte von dem, was ich an Luftmaschen gehäkelt habe, abgezogen der Luftmasche, die ich für die Höhe genommen habe. Also 12 durch 2 sind wir bei 6 Päckchen. Und ich häkel jetzt für die Höhe der nächsten Reihe wieder 2 Luftmaschen und zeige euch dann gleich die nächste Reihe. Für die nächste Reihe habe ich ja hier schon die beiden Luftmaschen. Ich drehe das Ganze um und häkel jetzt einfach immer zwischen die Stäbchenpäckchen der Vorreihe. Das heißt, ich ziehe das so ein bisschen auseinander und häkel hier einfach in die Lücken hinein. Und häkel dort auch wieder immer 2 halbe Stäbchen. Einmal komplett rüber. So, wir können schon einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das 6. Päckchen kommt dann tatsächlich hier außen um die 2er Luftmaschenkette. Und damit haben wir dann eben die Breite auch konstant. Da haben wir es. Hier immer schön die Päckchen.
Und wieder 2 für die Höhe und dann geht es gleich wieder rüber mit der nächsten Reihe. Die nächste Reihe entspricht grundsätzlich auch der davor. Wir häkeln immer halbe Stäbchen, 2 Stück davon, um die Zwischenstellen bzw. um die Lücken der Vorreihe herum. Super simpel. Das seht ihr hier einmal. Und diese liegen jetzt auch genau über den Zweierpäckchen aus der ersten Reihe. Ganz einfaches und simples System. Das einmal komplett rüber. Und hier hinten auch das letzte wieder nicht vergessen. Das letzte wird immer um die Zweierkette der Vorreihe gehäkelt. Und auch hier einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Breite bleibt also immer schön konsistent. Und ihr seht hier auch schon, wie schön das Muster entsteht. Ich häkel das jetzt noch mal ein paar Reihen weiter, zeige euch dann den Farbverlauf, also wie sich die Farben zusammen weiterentwickeln und auch wie sich das Muster weiterentwickelt. Und hier habe ich jetzt das erste Update für euch. Ihr seht hier den Anfang mit Blau und Rosa, dann ist es etwas heller geworden. Hier dann tatsächlich nur Rosa zusammen, auch super, super niedlich. Und hier haben wir wieder den Mixbereich. Ich bin super gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Vom Muster her sieht man hier sehr schön immer die beiden halben Stäbchen zusammen, die kleinen Löcher dazwischen, also ein richtig niedliches Lochmuster, jetzt für den Spätsommer. Und ich häkel das Ganze jetzt natürlich noch über den Rest der Wolle fertig. So ihr Lieben, inzwischen bin ich fast fertig mit dem Schal. Ich bin hier am Ende der Wolle angekommen. Ihr seht hier auch alle schönen Farbübergänge, alle schönen Farbkombinationen. Ich hatte tatsächlich keinen Abschnitt dabei, der nur blau war. Ich habe hier einen dabei, der ziemlich violett geworden ist und dann immer wieder tatsächlich nur rosane Abschnitte. Und ich häkel jetzt hier mein letztes Päckchen aus den halben Stäbchen und ziehe dann den Faden hier einmal groß raus. Der wird dann natürlich noch vernäht, genauso wie hier unten, der wird auch vernäht und dann ist der Schal auch tatsächlich fertig. Super schön locker, luftig und leicht. Und wir haben ungefähr eine Länge von 1,80 Meter dabei, ungefähr eine Breite von 15 cm. Das Ganze eben ganz luftig und ich hoffe, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!